Uns hat das so berührt, hier in Indien das Leben zu sehen, die Armut der Menschen. Viele schlafen einfach an den Straßenrändern im Dreck und dann Kinder, Bettelkinder. Und das hat uns so berührt, und dass wir dann eben doch gesagt haben, der Bruno Gröning, der fehlt hier in Indien, um den Menschen wirklich zu helfen. So, und dann haben wir Indien, unsere Freunde aus India. In mehr als 70 Ländern gibt es 2006 schon Gemeinschaften, in denen sich regelmäßig Bruno Gröning-Freunde zu Gemeinschaftsstunden treffen. Grete Häusler, die Leiterin des Freundeskreises, ist unermüdlich unterwegs, um den Menschen die Lehre Bruno Grönings nahezubringen und neue Gemeinschaften aufzubauen. Im Januar 2006 reist sie nach Indien, um die Freunde dort zu besuchen. Ihr Besuch wird von den örtlichen Regierungsstellen des Bundesstaates Gujarat positiv begleitet. Sie wird von verschiedenen Vertretern der Politik empfangen und man bringt ihr und dem Bruno Gröning Freundeskreis große Gastfreundschaft und Anerkennung entgegen. Zunächst wird sie im State Parliament Ahmedabad vom Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, Professor Mangatbhai Patel, in seinem Büro empfangen. Wir sind glücklich, dass durch die Lehre Bruno Grönings Heilungen geschehen. Es freut mich sehr, dass Sie Interesse für Bruno Gröning haben und mich als Leiterin des Freundeskreises einladen. It enjoys me very much that you have basically an interest in the Bruno Gröning and his teaching, and that you invited us this morning. 2 Tage nach dem Empfang beim Parlamentssprecher hat Grete Häusler den nächsten offiziellen Termin. Diesmal ist sie eingeladen in den Palast des Gouverneurs von Gujarat, Nawal Kishore Sharma. Der Gouverneur empfängt Grete Häusler und die Freunde des Freundeskreises sehr herzlich und mit großem Wohlwollen. I have little time in my life, because I'm nearing end of my life. I have entered 81 years of my age. Mrs. Häusler also 84. Ja, das hat mich eigentlich am meisten erstaunt, wie ich das ja nicht aus Deutschland kenne, dass die Behörden und dass die Leiter von Behörden derartig offen sind gegenüber diesen geistigen Themen und Bruno Gröning auch im Besonderen. Und gerade durch Herrn Joshi, er ist an der Universität Surat als leitender Direktor gewesen für Massenkommunikation und Erwachsenenbildung. Und er hat Kontakte zu allen Universitäten. Man ist also so offen hier in Indien, auch in offiziellsten Stellen, so dass also selbst Regierungsvertreter sofort sich mit unseren Schriften, die über Bruno Gröning berichten und so weiter beschäftigen, das auch ansehen, interessiert sind. Und das ist etwas, was bei uns noch nicht so vorstellbar ist. Am 30. Januar 2006 besucht der Gouverneur eine UNO-Konferenz in Gandhinagar. Nawal Kishore Sharma ist das Staatsoberhaupt von über 60 Millionen Indern im Bundesstaat Gujarat. Während des Festaktes verleiht Gouverneur Sharma Grete Häusler im Namen der UNO eine hohe Auszeichnung für ihr Engagement für die Lehre Bruno Grönings und für den Weltfrieden. First, Mrs. Grete Häusler, she is International Awardee for Excellence in Bruno Gröning Teaching and World Peace. She is awarded for her outstanding contribution and dedication to science. Ähnliche Ehrungen erhielt Grete Häusler in Indien schon mehrfach. Aber auch in anderen Ländern wurde sie für ihre Arbeit ausgezeichnet. So beispielsweise in Russland, Sri Lanka, Indonesien oder China.
In Peru wurde sie aufgrund ihres Engagements für die Volksgesundheit zum Ehrengast der Stadt Trujillo ernannt. Bei Grete Häuslers Indienbesuch im Januar 2006 hat sich Bruno Grönings Vorhersage längst bewahrheitet. Wie in vielen anderen Ländern gibt es auch in Indien Dutzende Gemeinschaften des Bruno Gröning Freundeskreises. Hier besucht Grete Häusler eine Gemeinschaft in einem College für angehende Lehrerinnen in der Nähe von Gandhinagar. Ich wünsche Ihnen eine gute, von Gott gesegnete Stunde mit uns. I wish you a good, from God-blessed community with us. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद आपकी कमेंट को मिले। Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in Indien schon Gemeinschaften. Manfred Fortmann, der Grete Häusler auf ihrer Reise begleitet, erinnert sich an die Anfänge. Es begann alles damit, dass ein Inder, der in Deutschland lebt, ein Herr Agrawal, die Frau Häusler angesprochen hat und gefragt hat, ob nicht der Freundeskreis auch in Indien aktiv werden kann, um mit seinen Verwandten in Kontakt zu treten. Und ja, die Frau Häusler hatte zunächst Bedenken, weil ja hier in Indien so viele geistige Gruppen existieren und Meister und Heiler und alles Mögliche. Und so waren zunächst die Bedenken da, aber es kam dann doch zu diesem ersten Besuch und da war ich auch gleich dabei. Und uns hat das so berührt, hier in Indien das Leben zu sehen, die Armut der Menschen. Viele schlafen einfach an den Straßenrändern im Dreck und dann Kinder, Bettelkinder. Und das hat uns so berührt, und dass wir dann eben doch gesagt haben, der Bruno Gröning, der fehlt hier in Indien, um den Menschen wirklich zu helfen. Schon seit einigen Jahren finden in mehreren Regionen Indiens regelmäßig Tagungen statt. So auch in Gandhinagar im Januar 2006. Bei solchen Tagungen stellen sich die Freunde gemeinsam auf den Empfang des Heilstroms ein, tauschen sich aus über ihre Erlebnisse mit der Lehre Bruno Grönings und lauschen den Erfolgsberichten. Landesleiter für den Freundeskreis in Indien ist zu diesem Zeitpunkt Professor Nanubhai Joshi. Yeah, it's a historical moment, event for me. Es war ein historisches Ereignis für mich, mit dem Freundeskreis in Kontakt zu kommen. Sie waren da, Frau Häusler war da. Es war eine internationale Konferenz für alternative Medizin. Aber ich war die ganze Zeit beim Bruno Gröning Freundeskreis. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten ein paar Vorträge und Sie haben alle Vorträge besucht. Das war das erste Mal, dass wir uns trafen. Dann bat ich Sie, nach Gujarat zu kommen. Irgendwann später kamen Sie nach Indien und aus Bombay kamen Sie nach Surat in Gujarat. Und wir hatten zum Start 3 Einführungsvorträge. Es war zunächst schwierig, die Gemeinschaften in Indien zu entwickeln. Und es hat sich dann erst richtig verändert, als Herr Joshi dann in den Freundeskreis kam. Und er hat dann auch eine Zeit später eine große Heilung bekommen. Er war sehr belastet mit einer Zuckerkrankheit, Diabetes, hatte extreme Werte, die über 500 lagen. Und er musste da auch strenge Diät einhalten. Ich wurde zur Jugendwoche nach Berlin eingeladen. Davor war ich stark zuckerkrank. Mein Bein, meine Gelenke schmerzten. Meine Augen waren sehr schwach, meine Zähne auch. Und mein körperlicher Zustand war sehr schlecht.
Aber während der Jugendwoche fühlte ich mich sehr gut, sehr leicht, angenehm. Und ich fing an, Süßes zu essen, auch Eis. Aber ich konnte die Diabetes nicht testen. Danach musste ich die Universität von Oxford besuchen. Und während meines Aufenthalts in England wohnte ich bei einem indischen Arzt. Er prüfte meine Diabetes. Sie lag bei 155 oder 160. Es war ein Wunder, denn die letzten 15 Jahre war es sehr hoch. Trotz der Hilfe von Insulin war es manchmal 500 bis 540. Ich war ein ganz ungewöhnlicher medizinischer Fall. Aber ich bekam eine Heilung während der Jugendwoche in Berlin. Das ist ein historisches Ereignis für mich. Und ich werde Bruno Gröning dankbar sein. It's a historical event for me, and I'm very thankful to Bruno Gröning. Professor Nanubayoshi hat dem Freundeskreis in Indien viele Tore geöffnet, zu Universitäten, Professoren, Politikern und zu maßgeblichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Dr. Priya Ranjan Trivedi, dem Führer der Grünen Partei Indiens, der auch im Freundeskreis Gemeinschaftsleiter ist. Our leader in North India, Delhi, Trivedi ji, from Bruno Gröning Circle of Friends.